Mit einem etwas cringigen Teaser hat Ubisoft während des hauseigenen Forward-Events die Katze aus dem Sack gelassen und Anno 117 Pax Romana offiziell für 2025 angekündigt. In den heutigen Anno-News habe ich euch daher alles bisher Bekannte zum Nachfolger von Anno 1800 zusammengefasst. You can take it from here. I love that trailer. That was awesome. Hi, my name is Manuel Reiner. I'm creative director. And hi, I'm Hay Anderson, brand director. And it's with great pleasure and enthusiasm that we, on behalf of the Ubisoft Mind Studio, stand before you to give you a glimpse into the extraordinary new chapter that is Anno 117 Pax Romana, a fan-favorite setting that's been highly awaited. Was im Laufe des Tages bereits als Leak durchs Internet geisterte, hat sich auch genau so bewahrheitet. Noch besser hat es aber der Reddit-User Guy Who Kinda Loves getroffen, der das Setting samt Namen bereits vor über 8 Monaten korrekt vorausgesagt hatte. Respekt. Anno 117 entführt euch dieses Mal in die Antike, genauer gesagt in die Blütezeit des Römischen Reichs, in welchem dieses in etwa seine maximale Ausdehnung im Großteil der damals bekannten Welt innehatte. Das bedeutet auch, dass ihr euch settingbedingt von Eisenbahnen, U-Booten und Fluggeräten verabschieden müsst, dafür aber aller Voraussicht nach wieder mit Militär zu Land kämpfen könnt. Wie die neue Weltkarte andeutet, ist diese zwar an den echten Kontinenten angelehnt, bleibt aber fiktiv und bietet somit viel mehr der serientypischen Inseln, was die Schifffahrt natürlich auch hier wieder in den Vordergrund rücken dürfte. Storytechnisch reist er als Statthalter im Jahr 117 nach Christus durch unerforschte Teile des Römischen Reiches und entdeckt dabei den Charme von Latium in Albion, 2 italienischer Zwillingsprovinzen rund um die Region Rom, die unter eurer Kontrolle stehen. Als Spieler solltet dann auch entscheiden können, ob ihr lieber den lokalen oder den römischen Weg einschlagen wollt und somit den wirtschaftlichen Aufschwung durch gezielte Maßnahmen fördert oder eure Herrschaft mit Gewalt durchsetzt. Bei zweiterem solltet dann auch eine Rebellion anführen dürfen oder alternativ eine vielfältige Kultur vereinen, was dann wohl den Rahmen der Kampagne neben dem serientypischen Endlosspiel grob abstecken sollte. Auffallend ist auf einem der ersten beiden Artworks auch das abgebildete Aquädukt, weswegen die Wasserversorgung eine größere Rolle als in den bisherigen Serienteilen spielen könnte und eventuell ähnlich wie im kommenden Nova Roma funktioniert. Neben dem PC wird Anno 117 diesmal auch direkt zum Start für die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S erscheinen und soll wie schon bei Anno 1800 über die Anno Union eng mit der Community zusammen entstehen. Wie bereits vermutet, handelt es sich bei Anno 117 um Projekt Placeholder, welches vom Bund mit fast 5,7 Millionen Euro massiv gefördert wurde, die höchste jemals ausgestellte Summe. Bereits am kommenden Dienstag, also am 18. Juni, möchte uns Ubisoft in einem Livestream mit weiteren Informationen versorgen, worüber ich euch dann wie gehabt hier in Videoform in den Anno-News auf dem Laufenden halten werde. Also liebe Annoholiker, gerne Abo dalassen für noch viel mehr und in diesem Sinne, auf in die Antike und bis zum nächsten Mal. So stay tuned for next year as Anno 117 Pax Romana will be releasing on both PC and console. But it's with great passion and excitement that we bring this 25-year-old timeless game here to the main stage at Ubisoft Forward. And to our core, loyal fans, a massive thank you, because without you, none of this would be possible. Thank you, everyone.